El Calafate ist eine rasch wachsende Kleinstadt am Lago Argentino. Wegen der Nähe zum Nationalpark Los Glaciares gibt es alles, was der Reisende so braucht. So fanden wir eine schöne kleine Hütte am Seeufer und entschlossen uns, dort mal einen Tag Pause einzulegen. Denn Fernandos Motorrad musste zur Spedition gebracht werden, bevor er tags drauf wie geplant nach Hause flog. Und da wir bei der letzten Ausreise aus Argentinien große Schwierigkeiten mit der Abfertigung der Motorräder hatten, obwohl Fernando uns in den Fahrzeugpapieren namentlich zur Ausreise autorisiert hat, ließen wir bei einem Notar eine weitere allumfassende und beglaubigte Vollmacht erstellen. Den Rest des Tages genossen wir am See mit den Flamingos und abends überließ uns unser Wirt Alejandro seine Werkstatt für ein Abschiedsassado inklusive Nachtisch. Alejandro lebt mit seiner Frau und seinen 4 netten Töchtern in einer der 4 Hütten und sorgte sich blendend um uns. Am nächsten Morgen fuhren Martin und ich nach Rio Gallegos, um dort die notariell beglaubigte Urkunde noch einmal amtlich beglaubigen zu lassen. Rio Gallegos ist eine Militärstadt und gehört zu den windigsten Städten der Welt. Windgeschwindigkeiten von 50 km/h gelten dort als normal und auch 100 km/h sind durchaus üblich. Das bekamen wir auf unserer Fahrt nach Feuerland am nächsten Tag zu spüren. Außerdem galt es 4 Grenzstationen und die Magellanstraße zu passieren. En la zona del sur de Santa Cruz, también en Tierra del Fuego y en la zona de Malvinas. Allí el ambiente que va a seguir ventoso durante todo el fin de semana. Beim Überqueren dieser berühmten Ost-West-Verbindung, die den Seefahrern das gefürchtete Kap Horn erspart, sorgte der Wind für reichlich Seegang. Daher mussten wir auf der Überfahrt die ganze Zeit bei den Motorrädern bleiben und diese festhalten. Doch auch beim Fahren machte der Wind Probleme. Kam er von vorne, liefen die Argentinas mit Ach und Krach noch 70 und wenn er von der Seite kam, brauchte man Schräglage wie in einer engen Kurve. Aber am besten ich lasse das Mikro der Kamera mal sprechen. Wir aßen in Primavera zu Mittag, einer winzigen Retortenstadt mitten in Feuerlands Nirgendwo, die in den 60ern von einer Ölgesellschaft für ihre Arbeiter angelegt wurde. Dabei wurde auch an ein Kino und eine Kirche gedacht, die jedoch nun etwas verloren in der Gegend rumstehen. Denn es braucht kaum noch Menschen, um das Öl zu fördern, und in dem unfreundlichen Klima bleiben wohl nur wenige freiwillig.